Hallo, ich bin Klaas Posselt und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie man einfache Tabellen in Word barrierefrei gestaltet und mit Hilfe von Access Word auch korrekt ausgeben kann. Zu Beginn eine kleine Einführung, was sind denn eigentlich einfache Tabellen und wie geht man damit um, ist dann der zweite Schritt. Einfache Tabellen sind im Regelfall gekennzeichnet, dass sie relevante Informationen für den Inhalt in der ersten Zeile und/oder in der ersten Spalte enthalten. Beides kann passieren. Das Vorgehen ist eben auch entsprechend analog. Um sich zu vergegenwärtigen, was ist eine Kopfzelle innerhalb einer Tabelle, ist es relativ simpel. Man nimmt sich am besten einen Wert innerhalb der Tabelle. Ich nehme jetzt hier mal die 11 Grad. Und jetzt ist die Frage, was ist denn 11 Grad? Und dafür gibt es eben die Kopfzellen. Und in dem Fall gucke ich nach oben, sehe, das ist die tiefste Temperatur. Und sehe auch noch, das war am 30.04.2018. Das heißt, ich benötige in einer barrierefreien Tabelle diese beiden Informationen, um diese Tabelle zu verstehen. Und dieses Vorgehen sollte man bei jeder Tabelle machen, egal ob die Tabelle einfach oder komplexer ist, um sich eben die Logik der Tabelle zu erarbeiten und dann entsprechend das Ganze aufzubereiten. In dem Fall jetzt hier bei der sehr einfachen Tabelle gibt es zwei Möglichkeiten, die man gehen kann. Ich gehe jetzt auf den ersten Weg ein, und zwar, man nutzt einfach die klassische Funktion von Word, um Tabellen zu strukturieren. Das Endergebnis als barrierefreies PDF funktioniert so, wie ich es jetzt zeige, ab der Version Access Word Version 25. In früheren Versionen muss man den zweiten Weg gehen. Was ich jetzt einfach mache, ist, ich gehe hier direkt rein in die Tabelle. Das ist relativ egal, wo ich drin bin. Und wenn ich das gemacht habe, sieht man auch immer im oberen Bereich, habe ich jetzt hier zusätzliche Ribbons, nämlich den Tabellenentwurf und das Tabellenlayout. Ich gehe jetzt mal in den Tabellenentwurf hinein. Und wie man hier sehen kann, kann man verschiedene Layouts zuschalten. Und das, was uns jetzt maßgeblich interessiert, ist hier auf der linken Seite dieses Fenster, was die Tabelleninformationen darstellt. Und was ich hier jetzt machen kann, ich kann eben diese Knöpfe nehmen für die Kopfzelle. Ich mache das jetzt mal. Man sieht auch, die Farbe ändert sich, und für die erste Spalte. Das ist die Word-eigene Funktion, damit man auch Layout-Merkmale anwenden kann. Und wie wir jetzt gesehen haben, ich schalte einmal damit ein, dass die Kopfzelle ein bestimmtes Aussehen hat. Gleichzeitig definiere ich sie aber auch als Kopfzelle. Das kann man auch benutzen, wenn man eine Tabelle hat, die über mehrere Seiten läuft, dass sich der Tabellenkopf an der entsprechenden Stelle eben wiederholt. Und das ist komplett ausreichend. Mehr muss man nicht machen an der Stelle für eine solche Tabelle. Gibt man diese Tabelle jetzt aus mit Access Word, dann ist es sofort eine korrekte barrierefreie Tabelle. Und vielleicht noch ein bisschen Technik im Hintergrund. Das sogenannte Scope-Attribut wird damit gesetzt. Das heißt, für die Information in der ersten Zeile wird das Scope-Attribut gesetzt auf Column, also für Spalte, und in den entsprechenden Spaltenbeschriftungen in der ersten Spalte wird der Wert gesetzt auf den Wert Row, also für Reihe. Das ist jetzt das Beispiel einer einfachen Tabelle, die eben mit diesen eigenen Word-Funktionen auskommt. Ich wechsle jetzt mal ins zweite Beispiel, und da geht es jetzt um Tabellen, die eben nicht ausreichend barrierefrei gestaltet werden können. Grundvorgehen auch bei der zweiten Tabelle ist wieder dasselbe. Wir schnappen uns einen Wert, 11 Grad, und wir möchten wissen, was ist denn 11 Grad? Und hier sehen wir, es ist eine ähnliche Tabelle wie eben. Wir haben wieder in der ersten Spalte die relevante Information zum Verständnis. Das war der 30.04. Unterscheidet eben die Tabellenzellen darauf und drunter, die Zeilen eben entsprechend anders. Und zusätzlich habe ich jetzt nicht nur eine Kopfzelle, denn ich habe jetzt hier das Ganze aufgeteilt in Temperatur. Minimal und maximal sind separate Werte. Deswegen reicht es jetzt nicht mehr aus, die eigene Funktion von Word zu benutzen, denn die könnte nur die erste Zeile hier oben entsprechend korrekt kennzeichnen als Kopfzelle. Der Tag TH würde generiert werden, aber hierfür ginge das Ganze nicht. Und dann können wir einfach den zweiten Weg gehen, und das ist eben unter Zuhilfenahme der Möglichkeiten direkt hier in Word von Access Word. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe letztendlich nur 3 Absatzformate, die ich benutzt habe. Die definieren mir die unterschiedlichen Inhalte. Das heißt, ich habe für alles, was innerhalb der Klasse Datenzellen sitzt, das Format der Datenzelle definiert. Sieht man hier drüben auch. Und eben entsprechend für alles, was in der Spaltenbeschriftung oder Zeilenbeschriftung ist, ein entsprechend anderes Format. Ich kann es jetzt hier mal zeigen. Das ist jetzt klassisch meine Zeilenbeschriftung. Und oben drüber, ich nehme mal die beiden hier, habe ich jetzt Spaltenbeschriftung hinterlegt. Und damit das Ganze eben auch korrekt ausgegeben werden soll, müssen wir das Ganze jetzt noch konfigurieren, und das machen wir mit Hilfe von Access Word. Was wir dazu tun müssen ist, wir gehen oben in den Reiter von Access Word hinein und wechseln dann rein in den Reiter der Dokumenteinstellung. Im sich öffnenden Fenster der Dokumenteinstellung gibt es jetzt hier im ersten Reiter die Rollenzuordnung. Das heißt, hier sehe ich jetzt alle meine Absatzformate, die ich in meinem Dokument drin habe, und kann denen eine Rolle geben. Ich zeige es mal anhand von dem ersten hier schon. Man hat eine gewisse Auswahl von Möglichkeiten, die man hier hinterlegen kann. Und wenn ich das Ganze jetzt mache, für meine beiden hinterlegten Formate, scrolle ich einfach runter. Das Ganze ist alphabetisch sortiert.
und werde dann die entsprechenden Einträge finden. Das heißt, hier haben wir beispielsweise die entsprechende Spaltenüberschrift und hier sieht man schon, das habe ich eben entsprechend eingestellt. Das heißt, hier bin ich hergegangen und habe gesagt, macht das Ganze mal bitte zu einer Kopfzelle, und zwar zu einer einfachen Kopfzelle. Und wenn ich diesen Wert hier ausgewählt habe, muss ich dann eben noch definieren, für was gilt denn das Ganze? Also definiert der Inhalt dieses Textes, der dieses Absatzformat hat, den Inhalt der Spalte, der Zeile oder eben entsprechend von beiden. Das heißt, für meine entsprechende Spaltenüberschrift habe ich jetzt hier den Wert Spalte hinterlegt. Und wenn ich jetzt mal weiter runter gehe, habe ich noch die Zeilenbeschriftung. Hier habe ich eben alles identisch eingestellt, nur den Geltungsbereich auf Zeile gesetzt. Und mit diesen Informationen kann ich das Ganze jetzt eben korrekt ausgeben. Und das zeige ich jetzt gleich nochmal mit der Hilfe von Pack. Hier habe ich nun mein PDF-Dokument und das ziehe ich als allererstes mal in den Pack hinein. Jetzt findet die klassische Prüfung statt und ich sehe als Ergebnis schon mal, alle Haken sind grün. Das heißt per se aber nicht, dass das Dokument perfekt getaggt ist, denn wir müssen ja auch gucken, ob die Kopfzellen korrekt zugewiesen sind. Und dafür benutze ich einfach hier unten die Screenreader-Vorschau. Öffne ich jetzt die Screenreader-Vorschau, kriege ich jetzt einmal den entsprechenden Content meines Dokumentes in einer HTML-Ansicht generiert. Und hier kann ich jetzt erkennen, ich habe entsprechend 2 Tabellen in meinem Dokument. Das erste ist das, was ich mit der Word-eigenen Funktion erstellt habe. Das zweite habe ich mit Hilfe von Access Word erstellt. Und man kann hier erkennen, dass alles, was Kopfzellen sind, haben einmal hier diesen Tag TH. Und zusätzlich zur Visualisierung sind die Sachen eben auch entsprechend gefettet dargestellt. Kann man hier nochmal einen Unterschied erkennen. Und das heißt, hier habe ich jetzt eben die erste Zeile und die erste Spalte bei der ersten Tabelle als Kopfzelle definiert. Und bei der zweiten Tabelle ist es zusätzlich so, dass ich eben auch noch hier die zweite Zeile als Kopfzelle definiert habe, um das Ganze zu sehen. Es gibt noch andere Tools, die können auch Relationen darstellen, aber für einen einfachen Test ist das völlig ausreichend. Würden jetzt die Scope-Attribute fehlen, die ich vorhin mal kurz erwähnt habe, dann gäbe es jetzt auch beim Prüfen schon entsprechende Fehlermeldungen. So einfach kann man also mit Hilfe von Access Word und Word einfache Tabellen als barrierefreie Tabellen in einem PDF-Dokument ausgeben.